Hallo und willkommen zurück zu Learn German with Falk. Heute sprechen wir über 10 Adjektive, die du kennen musst, wenn du die B1-Prüfung bestehen möchtest. Also, lass uns loslegen. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Unser erstes Adjektiv lautet komplex. Komplex ist etwas, das schwierig ist. Etwas, das viele Facetten hat, viele verschiedene Teile und deshalb nicht so leicht zu verstehen ist. Komplex kann zum Beispiel eine Mathematikaufgabe sein. Wir alle kennen die Addition und die Subtraktion zum Beispiel aus der Mathematik. Also zum Beispiel 1 plus 1 oder 10 minus 5. Das ist natürlich nicht so komplex. Aber je höher die Mathematik wird, also je schwieriger die Aufgaben werden und je mehr Regeln man beachten muss, desto komplexer wird die Aufgabe. Sie kann sehr komplex sein und deshalb nicht so leicht zu lösen sein. Etwas, das komplex ist, ist also nicht so einfach zu verstehen. Für Deutsche ist die englische Grammatik zum Beispiel nicht so komplex. Natürlich ist sie nicht einfach, aber im Vergleich zu der japanischen Grammatik ist die englische Grammatik für Deutsche nicht so komplex. Für mich zum Beispiel, ich lerne gerade Japanisch, ist die japanische Grammatik sehr, sehr komplex. Es gibt viele verschiedene Aspekte, die ich beachten muss. Ah, so macht man das. Ah, das habe ich vergessen. Und wenn ich A mache, dann muss ich B machen. Ah, sehr komplex. Ich wette, dass du die deutsche Grammatik sehr komplex findest. Unser zweites Adjektiv lautet verantwortlich. Wenn man für etwas verantwortlich ist, bedeutet das, dass man sich darum kümmern muss. Zum Beispiel muss sich eine Mutter um ihr Kind kümmern. Sie muss ihm Essen geben, es zur Schule bringen, sie muss dem Kind Kleidung geben oder es zum Arzt bringen, wenn das Kind krank ist. Die Mutter ist also verantwortlich für ihr Kind. Natürlich muss verantwortlich sein nicht immer von einer Person zur anderen Person sein. Man kann zum Beispiel auch für ein Haustier verantwortlich sein. Wenn du also einen Hund oder eine Katze hast, dann bist du für den Hund oder die Katze verantwortlich. Du musst dem Hund oder der Katze Essen geben oder es eben auch zum Tierarzt bringen, wenn es krank ist. Also, du bist verantwortlich für dein Haustier. Man muss nicht immer für Lebewesen verantwortlich sein. Also nicht nur für Tiere oder für Menschen. Man kann auch verantwortlich für Dinge sein. Man kann zum Beispiel für ein Projekt verantwortlich sein. Der Manager einer großen Firma ist verantwortlich für den Erfolg der Firma, dass die Firma Gewinne macht, Geld generiert und dass die Kunden kommen. Dafür ist der Manager verantwortlich. Verantwortlich sein bedeutet also auch, die Konsequenzen von etwas zu tragen. Wenn ich der Manager eines Projekts bin und das Projekt nicht erfolgreich ist, dann kann es sein, dass andere sagen, ah, du bist der Manager,
wir haben viele Fehler gemacht, aber du bist dafür verantwortlich. Du bist verantwortlich für das Projekt. Du kannst also verantwortlich sein und es kann positiv sein, verantwortlich für den Erfolg. Du kannst aber auch verantwortlich für das Scheitern sein, also das Gegenteil von Erfolg, Erfolg und Scheitern. Und wenn du verantwortlich für das Scheitern bist, dann ist das natürlich negativ. Du kennst wahrscheinlich auch das Nomen zu dem Adjektiv verantwortlich und das lautet Verantwortung. Und wenn man die Verantwortung hat, dann ist man verantwortlich. Du kannst beides benutzen. Du kannst sagen, ich habe die Verantwortung für das Projekt oder für das Haustier oder ich bin verantwortlich für das Projekt oder das Haustier. Beides ist okay. Unser nächstes Adjektiv lautet entspannt. Ich bin so entspannt jetzt. Ich muss an nichts denken. Ich kann ganz entspannt sein. Ich kann den Stress vergessen. Ich muss nicht arbeiten und ich kann entspannt sein. Vielleicht kennst du das Adjektiv entspannt schon. Entspannt ist also ein Zustand der Ruhe, der körperlichen und der geistigen Ruhe. Es ist wichtig, dass man ab und zu, nicht nur ab und zu, sondern oft am Tag auch entspannt ist. Wenn man nicht entspannt ist, also unentspannt, dann kann es sein, dass man Stress hat. Stress haben und entspannt sein, das sind natürlich Gegenteile. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr entspannt, wenn ich in die Sauna gehe. In der Sauna bin ich nur mit meinen Gedanken und ich kann die Wärme auf meinem Körper spüren. Ich kann mich auf meine Atmung fokussieren und dann bin ich entspannt. Ich kann die Sorgen vergessen und ich kann die Muskeln und meinen Geist, meinen Körper, meinen Kopf entspannen. Eine Person kann also entspannt sein. Und natürlich kann auch der Muskel entspannt sein. Das Gegenteil von entspannt ist übrigens angespannt. Der Muskel ist angespannt oder entspannt. Und du kannst auch entspannt sein oder angespannt. Das nächste Adjektiv lautet ernst. Ernst sind zum Beispiel die Deutschen. So lautet zumindest ein Vorurteil, also ein Stereotyp über Deutsche. Dass sie ernst sind, das heißt, dass sie nicht fröhlich gucken, sie gucken so und sie können nicht so leicht über Dinge lachen. Jemand, der ernst ist, der kann sich auch nicht so gut entspannen. Wenn man immer ernst ist, dann kann man nicht lachen und nicht das Leben genießen. Ernst ist allerdings nicht nur negativ, sondern ernst kann man auch in wichtigen Situationen sein. Und da ist es natürlich eine wichtige Sache. Wenn du zum Beispiel eine Prüfung hast, dann musst du ernst sein, wenn du die Prüfung bestehen willst. Wenn du die Prüfung zu leicht nimmst, wenn du nicht ernst bist, dann kann das eventuell sein, dass du dich nicht so gut konzentrierst oder fokussierst. Also wenn man ernst ist, kann es auch manchmal in manchen Situationen wichtig sein. Aber natürlich sollte man nicht die ganze Zeit ernst sein, sondern man sollte auch mal gute Laune haben, lachen und glücklich sein. Unser nächstes Adjektiv lautet überrascht. Überrascht ist eine Person, wenn etwas passiert, das man nicht erwartet hat, das man nicht vorhersehen konnte. Wenn man überrascht ist,
kann das sowohl positiv als auch negativ sein. Man kann positiv überrascht sein oder negativ überrascht sein. Positiv überrascht bist du zum Beispiel wahrscheinlich, wenn deine Freunde eine Überraschungsparty für dich machen. Also eine Party, von der du nichts wusstest. Du wusstest nicht, dass deine Freunde eine Party machen. Und wenn du nach Hause kommst und vielleicht sind deine Freunde schon bei dir und haben deine Wohnung geschmückt und eine Torte und die Geschenke auf den Tisch gestellt, dann kommst du in die Wohnung und du bist positiv überrascht. Du freust dich. Negativ überrascht bist du natürlich dann, wenn etwas passiert, das du nicht schön findest. Also zum Beispiel, wenn du nach Hause kommst und auf einmal deine Wohnung unter Wasser steht. Also wenn überall Wasser in deiner Wohnung ist und dann, was ist passiert? Du bist negativ überrascht. Vielleicht gab es ein Problem mit deiner Waschmaschine. Vielleicht ist das Rohr kaputt gegangen und deshalb ist jetzt überall Wasser in deiner Wohnung. Das ist natürlich überhaupt nicht gut und dann bist du negativ überrascht. Unser nächstes Adjektiv lautet nützlich. Wenn etwas nützlich ist, dann bedeutet das, dass es praktisch ist. Praktisch, also etwas, das man gut verwenden kann, gut benutzen kann. Etwas, das hilfreich ist, das dir hilft, etwas zu machen. Wenn etwas nützlich ist, bedeutet das auch, dass man es in vielen Situationen benutzen oder einsetzen kann. Zum Beispiel ist ein Schweizer Taschenmesser sehr, sehr nützlich. Ein Schweizer Taschenmesser hat nämlich zum Beispiel einen Korkenzieher, wenn du eine Weinflasche öffnen möchtest, oder es hat ein Messer, um zum Beispiel das Gemüse zu schneiden. Wenn du also campen gehst, dann ist so ein Schweizer Taschenmesser sehr, sehr nützlich. Ein Podcast oder ein Video, das langsam gesprochen ist, kann für dich zum Beispiel beim Lernen einer neuen Sprache auch sehr, sehr nützlich sein. Ich hoffe also, dass mein Video für dich sehr nützlich ist. Also, nützlich bedeutet, dass es dir hilft, dass es dir etwas leichter macht, zum Beispiel etwas leichter zu verstehen, etwas leichter aufzubauen. Wenn das der Fall ist, dann ist das Objekt nützlich für dich. Unser nächstes Adjektiv lautet sicher. Wenn man sicher ist, dann bedeutet das, dass man geschützt ist, dass etwas stabil ist. Der Zustand ist stabil, du bist sicher, nichts kann passieren. Wenn etwas sicher ist, dann ist es nicht gefährlich. Du fühlst dich wohl, du fühlst dich gut. Sich sicher fühlen ist nämlich auch ein Verb. Und es bedeutet, ich habe keine Gefahr zu befürchten. Ich bin sicher. Sicher bedeutet, dass du keine Angst hast und dass es keine Gefahr gibt. Die meisten Leute fühlen sich zum Beispiel zu Hause in ihrer Wohnung sehr sicher. Sie können die Tür zumachen, sie abschließen, die Fenster zumachen und sie müssen nichts befürchten. Es gibt keine Gefahr und deshalb fühlen sie sich sicher. Sicher bedeutet also, dass man keine Angst hat und dass es keine Gefahr gibt. Es gibt jedoch auch noch eine zweite Bedeutung von sicher. Sicher kann auch bedeuten, dass du etwas genau weißt. Zum Beispiel, du weißt genau, dass es morgen regnet.
Dann sagst du, ich bin sicher, dass es morgen regnet. Du bist sicher, also dann wahrscheinlich mindestens 90% oder vielleicht sogar auch 100%. Du kannst sagen, ich bin sicher, ich bin sehr, sehr sicher, dass zum Beispiel es morgen regnet. Oder ich bin sicher, dass ich die deutsche Sprache eines Tages lernen werde. Und ich bin mir sicher, dass du eines Tages Deutsch sprechen wirst. Toi, toi, toi. Ich drücke dir die Daumen. Aber ich bin sicher, dass du es schaffst. Unser nächstes Adjektiv lautet wichtig. Dieses Adjektiv hast du bestimmt schon einmal gehört. Wenn etwas wichtig ist, bedeutet es, dass es eine große Bedeutung hat, einen großen Wert. Wenn etwas wichtig ist, beeinflusst das deine Entscheidung oder die Situation. Wenn du zum Beispiel sagst, für mich ist es wichtig, jeden Tag 1 Stunde Deutsch zu lernen, dann ist das für dich eine Priorität. Diese 1 Stunde möchtest du unbedingt lernen. Es hat für dich einen großen Wert. Es ist wichtig für dich. Unser nächstes Adjektiv lautet aufgeschlossen. Aufgeschlossen. Aufgeschlossen bedeutet, dass man für etwas offen ist. Zum Beispiel offen für neue Ideen oder für eine neue Entscheidung. Aufschließen, dieses Verb kennst du wahrscheinlich, die Tür mit dem Schlüssel aufschließen, und aufgeschlossen ist eben ein Verb, das man bildlich verstehen kann. Also deine Persönlichkeit ist aufgeschlossen mit einem Schlüssel. Das heißt, neue Ideen können in dich hineinkommen. Wenn man aufgeschlossen ist, kann man neue Perspektiven sehen. Es zeigt einem etwas aus einer neuen Perspektive, die man vorher vielleicht noch nicht kannte. Man ist also flexibel. Jemand, der aufgeschlossen ist, kann sehr gut über den Tellerrand hinausschauen. Das ist eine Redewendung, die bedeutet, dass man nicht nur immer in den gleichen Ideen denkt, sondern eben auch neue Ideen akzeptiert und dadurch lernen kann. Wenn man zum Beispiel eine neue Sprache lernt, dann muss man aufgeschlossen sein. Aufgeschlossen für eine neue Grammatik, eine neue Kultur. Wenn du nicht aufgeschlossen bist, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig, eine neue Sprache zu lernen. Ich hoffe also, dass du der deutschen Sprache gegenüber aufgeschlossen bist. Unser letztes Wort lautet verlässlich. Verlässlich. Wenn man verlässlich ist, dann ist man zuverlässig, vertrauenswürdig. Das heißt, Leute wissen, okay, diese Person macht das, was sie sagt. Sie ist verlässlich. Wenn du mich zum Beispiel darum bittest, Falk, kannst du mir bitte helfen und mein Auto aus der Werkstatt abholen? Ich muss leider arbeiten und habe keine Zeit. Kannst du das bitte machen? Und ich sage, ja, kein Problem, lass mich das machen. Und dann fahre ich zur Werkstatt, hole das Auto für dich ab und bringe es zu dir. Dann kannst du sagen, Falk, super, du bist sehr verlässlich, ich kann mich auf dich verlassen, das Verb, sich auf jemanden verlassen. Und ja, also verlässlich ist eine sehr gute Eigenschaft. Eine Person, die verlässlich ist, hält ihr Versprechen. Natürlich müssen nicht nur Personen verlässlich sein. Es können auch Geräte sein. Zum Beispiel eine neue Kamera oder ein neuer Laptop, die sehr, sehr hohe Qualität haben, die vielleicht nie kaputt gehen und immer funktionieren.
Solche Geräte sind auch verlässlich. So, das waren 10 Adjektive, die du kennen musst, wenn du die B1-Prüfung bestehen möchtest. Lass uns mit einem kleinen abschließenden Quiz dieses Video beenden. Jemand, der neuen Ideen gegenüber, neuen Konzepten gegenüber offen ist, der ist, na, schreibe deine Antwort in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Wenn dir dieser Kanal und dieses Video gefallen, dann abonniere den Kanal unbedingt und teile ihn mit deinen Freunden, die sich zum Beispiel auf die B1-Prüfung vorbereiten, denn diese 10 Adjektive musst du unbedingt kennen. Falls du das Transkript zu dieser Episode oder allen anderen Episoden haben möchtest, dann schau auf meiner Patreon-Seite vorbei. Du findest den Link ganz oben in der Videobeschreibung. Dort findest du alle meine Optionen. Du kannst zwischen 4 Leveln auswählen und ich habe auch ein ganz neues Level extra für euch vorbereitet und dieses Level enthält einen Gruppenkurs. Wenn du zusammen mit mir und anderen Deutschlernern Deutsch lernen möchtest, dann klicke unbedingt auf den Link in der Videobeschreibung und melde dich jetzt an für meinen neuen Gruppenkurs und erhalte zusätzlich alle Transkripte zu allen und auch zu dieser Episode. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Und deshalb sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.